hoch über Berlin. Der Turm ist unglaublich hoch. Das ist der Fernsehturm. Fahren wir ganz nach oben? Ja, ich habe Tickets reserviert. Wo ist der Aufzug? Hier durch die Kontrolle. Wow, der Aufzug ist extrem schnell. Ja, nur 40 Sekunden. Mir fallen die Ohren zu. Wir sind schon da. Die Aussicht ist gigantisch. Man sieht die ganze Stadt. Alles sieht aus wie Spielzeug. Die Kugel dreht sich langsam. Der Berliner Fernsehturm steht am Alexanderplatz. Er ist das höchste Gebäude in Deutschland. Die silberne Kugel glänzt. Lukas und Sarah stehen an den großen Fenstern. Die Plattform dreht sich ganz langsam im Kreis. Man merkt es fast nicht. Von hier oben sieht Berlin wie ein Plan aus. Die Straßen sind gerade und die Parks sehr grün. Autos sind winzige Punkte. Die Sonne beginnt langsam unterzugehen im Westen. Der Himmel wird orange und sehr romantisch. Lukas zeigt auf einen See. Das Restaurant im Turm ist heute sehr voll. Sie trinken ein Glas Sekt und feiern den Tag. Sarah ist sehr glücklich. Wenn es dunkel wird, gehen die Lichter an. Berlin leuchtet wie ein großer Sternenhimmel. Ein magischer Moment. Am Checkpoint Charlie. Hier ist der Checkpoint Charlie. War das ein Grenzübergang? Ja, zwischen Ost und West. Das Schild ist auf Englisch. You are leaving the American sector. Da steht eine kleine Hütte. Und Sandsäcke auf dem Boden. Wer sind die Männer in Uniform? Das sind nur Schauspieler. Kann man mit ihnen Fotos machen? Ja, aber das kostet Geld. Lass uns lieber ins Museum gehen. Gute Idee, das ist dort drüben. Ich interessiere mich für Geschichte. Checkpoint Charlie war der bekannteste Übergang in der geteilten Stadt. Nur Ausländer durften hier die Grenze passieren. Heute ist der Ort eine große Touristenattraktion. Die Straße ist voll mit Bussen und Autos. Überall gibt es Souvenirs. Lukas und Sarah schauen sich die alten Fotos an. Sie hängen groß an den Wänden der Häuser. Die Bilder sind schwarz-weiß. Sie zeigen Panzer und ernste Soldaten damals. Es fühlte sich an wie in einem Spionagefilm. Der Kalte Krieg war real. Sie gehen in das kleine Mauermuseum nebenan. Dort lernen sie von Menschen, die geflohen sind. Es ist sehr emotional. Die Fluchtgeschichten sind mutig und traurig. Sarah liest jeden Text. Berlin hat wirklich viel Leid gesehen früher. Shopping am Kuhdamm. Diese Straße ist riesig. Willkommen auf dem Kurfürstendamm. Alle teuren Marken sind hier. Ja, das ist die Shoppingmeile. Schau dir diese Schuhe an. Sie sehen sehr teuer aus. 500 €, das ist verrückt. Wir gucken nur die Schaufenster an. Was ist das für eine Kirche? Die Gedächtniskirche.
Der Turm ist ja kaputt. Das ist absichtlich so geblieben. Als Erinnerung an den Krieg? Ja, genau. Mahnung zum Frieden. Der Kurfürstendamm ist eine breite Allee im Westen. Hier gibt es viele Luxusgeschäfte und Cafés. Die Gehwege sind sehr voll. Elegante Menschen spazieren mit vollen Tüten vorbei. Lukas und Sarah bummeln langsam die Straße entlang. Sie kaufen aber nichts ein. In der Mitte des Platzes steht die alte Kirche. Ihr Turm wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Er wurde nie repariert. Neben der alten Ruine steht ein modernes Gebäude. Es hat blaue Glasfenster, die wunderschön leuchten. Das ist die neue Kirche. Der Kontrast zwischen alt und neu ist typisch. Berlin zeigt seine Wunden offen für alle Menschen. Das macht die Stadt stark. Lukas kauft eine Postkarte mit dem Bild der Kirche. Sie setzen sich auf eine Bank und ruhen aus. Die Füße tun langsam weh. Fahrt mit der gelben Bahn. Wir müssen jetzt die U-Bahn nehmen. Ist der Plan nicht kompliziert? Nein, wir brauchen die rote Linie. Die Linie U2 Richtung Pankow? Genau, wir steigen am Alex aus. Der Bahnhof riecht ein bisschen komisch. Das ist der typische U-Bahn-Geruch. Da kommt unser Zug schon. Er ist komplett gelb. Lass uns schnell einsteigen. Vorsicht, die Türen schließen. Es gibt keinen freien Platz mehr. Dann müssen wir eben stehen. Hör mal, da spielt jemand Gitarre. Die Berliner U-Bahn ist berühmt für die gelben Züge der BVG. Sie fahren oft unter der Erde im Tunnel. Manchmal fahren sie aber auch über Brücken. In der Bahn sitzen viele verschiedene Menschen. Berlin ist sehr bunt. Geschäftsleute sitzen neben Punks mit bunten Haaren und Touristen. Ein junger Mann spielt Gitarre in dem Abteil. Er singt ein englisches Lied mit lauter Stimme. Die Fahrgäste hören zu und manche geben Geld. Es ist wie ein Konzert. Der Zug rattert laut durch die dunklen Röhren. Lukas hält sich gut an der gelben Stange fest. Die Fahrt geht sehr schnell. An jeder Station gibt es eine automatische Ansage. Sie verstehen die Stimme gut und steigen richtig aus. Das U-Bahn-Fahren macht Spaß. Abend am Alexanderplatz. Endlich sind wir wieder am Alex. Schau, die Weltzeituhr leuchtet. Sie zeigt alle Städte der Welt. Wie spät ist es in Tokio? In Tokio ist es schon morgen. Und in New York ist Nachmittag. Es ist unser letzter Abend hier. Berlin hat mir sehr gefallen. Mir auch. Es ist nie langweilig. Wollen wir noch ein Bier trinken? Ja, in einer gemütlichen Kneipe. Kenne ich. Gleich um die Ecke. Perfekt. Auf einen schönen Tag. Prost auf unsere tolle Reise. Der Alexanderplatz ist der zentrale Punkt in Berlin. Die Einheimischen nennen ihn einfach nur Alex. Hier ist immer etwas los. Die große Weltzeituhr aus Metall dreht sich. Sie ist ein beliebter Treffpunkt für alle Leute. Neonlichter leuchten hell. Es ist Abend geworden und die Stadt lebt auf. Die Bars und Kneipen öffnen ihre Türen jetzt. Lukas und Sarah sind müde. Aber sie wollen noch nicht ins Hotel gehen. Sie finden eine kleine, typische Berliner Kneipe. Es gibt lokales Bier. Sie stoßen mit den Gläsern an und lachen. Sie reden über die Mauer, die Currywurst und den Turm. Der Tag war sehr intensiv. Berlin ist rau, aber sehr herzlich und echt.
Sie wissen, dass sie bestimmt wiederkommen. Die Stadt schläft nie.